Achtung! Diese Episode enthält ein extremes Ausmaß an Fremdscham. Sie wurden hiermit vorgewarnt. Und nein, sie sind nicht buchstäblich er. Dann zeige ich euch mal, warum man mich Instructor nennt. Chief! Kein Zweifel, wir brauchen diesen Teufel. Meine Hand! Johann! Geht es dir gut, Ludwig? Alles in Ordnung. Aber dieser Kerl hat noch meine Waffe. Yeah, ich knall euch alle ab! Wie ist der hinter mich gekommen? Ich schlich mich durch das Gebäude der Spec Union. Da sind überall Wachen. An denen kommt niemand vorbei, ohne gesehen zu werden. In all meinen Jahren habe ich mich in unzählige Gemächer der edelsten Konkubinen geschlichen. Mit dieser geheimen Technik werde ich praktisch unsichtbar für jeden Mann. Das war's dann. Wir hören uns deine Version der Geschehnisse auf der Wache an. Oh, wie ich drauf gewartet habe, das mal zu sagen. Wer seid ihr überhaupt? Wir wurden zwar vor einem Angriff gewarnt, aber so wie die Affen der Phantom Troop seht ihr nicht aus. Also, was soll das? Sehen wir aus wie brave Untergebene, die artig alle Fragen beantworten, die man ihnen stellt? Oder müssen wir dir erst beweisen, dass wir nicht deine Untergebenen sind? Was hast du gesagt? Ihr wurdet vorgewarnt? Woher wissen du und deine Leute von unserem Angriff? Was gibt's da zu lachen? Wascht mal eure Füße, dann rutscht der Dreck in den Ohren nach. Weg des Donners. Erste Form. Blitzender Donnerschlag! Achtung, Herr Kommissar! Hinter ihm! Euch hätte klar sein müssen, dass ich kommen würde. Denn wenn du den Donner hörst, bin ich nah.闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめて
Episode 6. Tragödie. Du hast zwar etwas gebraucht, aber wenigstens kann man stets auf dich zählen, Ryan. Rennt lieber weg. Ich bin der Sturm, der aufzieht. Du bist also Raiden? Wir wollten eigentlich mit dir sprechen. Oh, Chief, Sie sollten sich schonen. Danke, Johnny. Raiden, wir sind wegen der Präsidentenwahl hier. Lass uns doch aufhören, unnötig Blut zu vergießen und schließ dich uns friedlich an. An den Frieden habe ich damals noch geglaubt. Wie naiv ich doch war. Doch jetzt weiß ich, die einzige Erlösung für meine pechschwarze Seele liegt in meinem ewigen Krieg, meiner ewigen Tortur, meiner ewigen Dunkelheit. Ui, wie redet der denn? Ignoriert ihn. Das ist ganz normal bei ihm. Raiden, was meinte der Bulle gerade mit Präsidentenwahl? Ich dachte, du würdest für mich und meinen Spec-Union-Traum kämpfen. Kennst du diese Pisser etwa? Wie du sicherlich weißt, bin ich ein einsamer Wolf. Für andere habe ich keinen Platz im Herzen frei. Und solange ich hier den Blutdurst, den meine Klinge verspürt, stillen kann, stelle ich mich deinem Spec-Union-Traum nicht in den Weg. Spec-Union-Traum? Wie meinen Sie das? Bei euch sind wirklich keine Manieren und kein Respekt vorhanden. Den werde ich euch noch eintrichtern. Keine Manieren? Wie wollen Sie denn einem charmanten Gentleman wie mir noch Manieren beibringen? Ich werde ja auch ein Amt haben. Die Spec Union. Wie ich bereits sagte, sind meine Motive komplex. Hinter den heiligen Toren der Spec Union werden junge Knaben zu starken Männern gedeihen. Als Instructor werde ich ihnen dabei die 3 Grundpfeiler zum Erfolg einprügeln. Intensives Lernen, körperliche Anstrengung bis zum Umfallen und natürlich Disziplin. Sobald die Spec Union die Phantom Troop besiegt hat und zur größten Biker-Gang aufgestiegen ist, wird die Erziehungsanstalt ihre glorreiche Eröffnung feiern. Wisst ihr, ich persönlich glaube, dass Schmerz die beste Methode ist, um jemanden abzurichten. Was diese Knaben heutzutage brauchen, ist nicht Erziehung durch Worte, sondern Dressur. Und wenn sie dann am Boden hocken, sind sie schön leicht zu treten. Kranker Bastard! Dir geht einer ab, wenn du kleine Kinder folterst? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber meine Motive sind ziemlich komplex. Johann! Wie ich sehe, willst du dich uns wohl nicht anschließen und stellst dich auf die Seite eines kranken Psychopathen. Mich hat die Gesellschaft verstoßen. Nur hier kann ein gefallener, tragischer Held wie ich die Welt aus dem Schatten beschützen. Das ergibt keinen Sinn. Du möchtest doch einfach nur töten. Das hellste Licht wirft den dunkelsten Schatten. Und ich bin in Dunkelheit gehüllt. Solange wir alle unsere unverrückbaren Überzeugungen haben, werden wir miteinander in Konflikt geraten. Es gibt nur eins, was wir tun können. Kämpfen. Chief! Das sieht gar nicht gut aus für Sie, Chief. Sie beißen doch jetzt nicht ins Gras, oder? Johnny!
Sie bluten aber echt heftig, Chief. Sorry, Chief. Wenn Ryan oder Ryo hier auftauchen, dann kann ich sie nicht beschützen. Lass mich hier liegen. Hilf den anderen. Wir können Raiden nicht überzeugen. Aber Chief, wenn Sie sterben, dann stirbt Ihr Traum mit Ihnen. Wissen Sie, Ihr Traum, die Welt von Kriminalität zu befreien. Hey Chief, bleiben Sie wach. Weil jetzt Haxal und die Spec Union dem Untergang geweiht sind, wird das die Phantom Troop nur stärken. Die werden so viele Unschuldige töten. Ich wette, Ferdinand und Luise sind denen bestimmt auch schon zum Opfer gefallen. Ihr Traum darf nicht mit ihnen sterben. Hey, erinnern Sie sich, wie Sie mir die Regeln der Präsidentenwahl erklärten? Sie meinten, es sei möglich, den Status des Amtsanwärters auf andere zu übertragen. Wenn Sie hier wirklich nicht mehr den nächsten Morgen erleben sollten, dann müssen Sie zumindest sicherstellen, dass wenigstens Ihr Traum verwirklicht wird. Ich weiß, ich habe noch viel zu lernen und bin nicht so erfahren wie Sie, aber ich schwöre Ihnen, Chief, dass ich alles daran setzen würde, Ihren Traum Realität werden zu lassen. Johnny, du würdest also meine Position als Amtsanwärter nach meinem Tod übernehmen und meinen Traum weiterverfolgen? Da können Sie Gift drauf nehmen, Chief. Tut mir leid, aber so leicht kratze ich nicht ab. Danke, dass du dir Sorgen machst, aber es geht mir gut, Johnny. Unterstützt die anderen. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Verstanden, Chief. Johnny, ist das dein Ernst? Und du willst Polizist sein? Wurm! Johann, erinnert ihr euch, was Walter noch zum Ausscheiden der Amtsanwärter gesagt hat? Denken Sie daran, wenn Ihre Amtsinsigne zerstört wird, verlieren Sie das Recht, an der Präsidentenwahl teilzunehmen und scheiden somit aus. Ihr müsst sein Schwert zerstören, dann scheidet er aus. Eine hervorragende Idee. Weg der Finsternis. Dritte Form. Pechschwarzer Schattenschnitt. Jetzt erwartet dich Dunkelheit binnen Dunkelheit. Nein, ich bin doch noch so jung. Ich muss doch noch die Mademoiselle knacken. Becher, du. Johann, er war unbewaffnet. Das war's dann, Ryo. Gib auf. Raiden, was soll das? Wie konntest du verlieren? War wohl doch nur ein gewöhnlicher Hosenscheißer. Ich muss ganz ehrlich sagen, langsam habe ich genug von diesem Affentheater. Jetzt mach ich ernst! Was zur Hölle? Du Mistvieh! Ja, los, Becher, zeig mir, wie hungrig du bist. Ja! Ja, saubere Arbeit, mein Feiner. Ja, du
bist ja richtig hungrig. Dieser Ryo wurde ja förmlich wegschnabuliert. Höchst interessant. Das war's dann mit der Spec Union. Moment mal. Das Rätsel. Normalerweise werden die Rätsel ausgeschiedener Amtsanwärter ausgekreuzt. Das heißt, das Schwert war gar nicht Raidens Amtsinsignie und er ist immer noch am Leben? Wirf mich den Wölfen zum Fraß vor und ich kehre als Anführer des Rudels zurück. Er lebt noch. Ich bin mir sicher, ich habe ihn getroffen. Keine Sorge, ohne seine Waffe haben wir nichts zu befürchten. Manche sagen, ohne mein Katana sei ich noch tödlicher. Passt auf! Ich bin der Blitz! Herr Jäger, Sie... Hat sie ihn erwischt? Wie haben Sie Herr Jägers Beschuss überlebt? Ich bin ein einsamer Krieger, der Hunderte von Schlachten überlebt hat. Wenn's ums Verlieren geht, bin ich der Stärkste. Ich glaube, ich hab's. Seine Amtsinsignie war nie sein Schwert. Es müssen seine Bandagen sein. Aber wie wurde dann seine Waffe nicht durch die Schüsse von Johann zerstört? Nur eine Amtsinsignie könnte Pistolenschüsse überstehen. Die Natur seiner Amtsinsignie lässt ihn wohl andere Objekte, die er hält, verstärken. Monsieur Raiden, Ich bin nicht mehr Raiden. Ich bezeichne mich ab sofort als Black Raiden. Denn ich wurde in der Nacht geboren. Na gut, wie Sie wünschen, Monsieur Black Raiden. Aber Ihr Kommandant Rio wurde sich von Basher einverleibt. Es hat ihm außerordentlich gut gemundet. Also geben Sie auf. Sein Herz gehört jetzt wieder der Dunkelheit. Alle Welten entspringen der Dunkelheit und enden in ihr. So auch das Herz. In diesem sprießt die Dunkelheit, wächst und verzerrt es. Das liegt in ihrer Natur. Am Ende kehrt jedes Herz in die Dunkelheit zurück, woher es stammt. Seht ihr? Die Dunkelheit ist des Herzens wahrer Kern. Was zur Hölle bedeutet das überhaupt? Hast du eigentlich eine Ahnung von dem, was du da faselst? Weißt du, Gott hat mich schon lange aufgegeben. Er wird mich noch um Vergebung bitten müssen. Seither folge ich dem Pfad der Dunkelheit und musste mit dem Teufel einen Pakt schließen. Ich bin der verachtenswerte Oberbösewicht, gegen den sich die Welt vereinen muss. Denkst du, du bist eine Art Philosoph? Du glaubst wohl, das, was du da von dir gibst, ist echt tiefgründig, was? Wie alt bist du? 14? Du plapperst einfach irgendwelchen Nihilisten aus dem Internet nach. Siehst du denn nicht, dass deine sinnlosen Taten andere Leute verletzen? Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Wenn ich Präsident bin, werde ich zur größten Bedrohung der Geschichte. Dem letzten Gegner der Menschheit. Und dann werden sich alle Menschen vertragen, weil sie sich gegen mich verbünden müssen. Alter, was soll das? Welch bürgerlich-kognitive Dissonanz, ein solches Kind als Amtsanwärter zu ernennen. Selbst dieser Instructor Rio mit seinen komplexen Motiven wäre ein besserer Kandidat gewesen. Oh, verdammt! Ich habe fälschlicherweise sein tragisches Auftreten für Entschlossenheit gehalten. Au, Backe, das war ein Fehler. Los! Komm, Basher, komm! Nein, dafür hast du auch später noch Zeit. Genug geredet. Komm, Basher, komm! Eine sinnlose Anstrengung. Nichts, was ihr mir entgegenwerft, entgeht meinen Augen. Verdammt, wenn doch bloß Ferdinand und Luise hier wären. Sind das die anderen Amtsanwärter? Bringt sie ruhig zu mir. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du alleine uns alle besiegen könntest. Du hast nicht einmal mehr dein Schwert. Na, ich würde gewinnen. Keine Sorge, das ist in 5 Sekunden vorbei.
mich zu treffen. Sorry, Chief. Was habe ich vorhin gesagt? Nichts, was ihr mir entgegenwerft, entgeht meinen Augen. Sphärenentfaltung. Schwarzer Blitz! Johann, Sie leben ja noch. Oh ja. Vielen Dank, dass du dir Sorgen gemacht hast. Das Rätsel ist nun ausgekreuzt. Damit bist du aus der Präsidentenwahl ausgeschieden. Was? Ich habe wirklich verloren? So einfach und unspektakulär. Ich bin noch der unbesiegbare Held dieser Geschichte. Es scheint, als ob selbst der Teufel und die Dunkelheit nicht auf meiner Seite stehen. Du hast mich vorhin überrascht und niedergestreckt, aber ich habe alles mit angehört. Du hast doch einfach nur ein Aufmerksamkeitsproblem und versuchst mit deinem krampfhaft coolen Auftreten deine Minderwertigkeitskomplexe zu verstecken. Deine Machtfantasien lebst du dabei auf Kosten von anderen aus. Das war doch sicherlich der einzige Grund, warum du der Spec Union beigetreten bist, was? Der ganze Blödsinn, dass du der verachtenswerte Oberbösewicht sein möchtest, ist doch einfach nur Fassade. Es war alles nur, damit du aus der breiten Masse als besonders wichtig und cool herausstichst. In deinem Kopf dreht sich die ganze Welt nur um dich. Leute wie du widern mich an. Der hat wohl einfach zu viel schlechter Anime geguckt. Denkt wohl, er ist eine Art Hauptcharakter. Das passiert wohl, wenn ein Weeaboo zu lang kein Gras berührt und Macht in die Hände bekommt. Und jetzt? Es gibt nichts, was ihr mir antun könntet, was mir nicht schon widerfahren ist. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Raiden hat lediglich dafür gesorgt, dass eine davon verwirklicht wurde. Seine Ansicht von der Realität ist nun ziemlich verzerrt. Wollen wir einen Einblick in seine Welt wagen? Oh, entschuldigen Sie. Sie können mir natürlich nicht antworten. Es handelte sich lediglich um eine rhetorische Frage. Schauen wir einfach mal rein. Hey Kilian. Du siehst schon wieder so mitgenommen aus. Weißt du, ich habe schon länger ein Auge auf dich geworfen. Ich meine, ich mache mir Sorgen um dich. Du siehst immer so traurig aus. Weißt du, ich habe dich noch nie glücklich gesehen. Ich habe nur die hässlichen Seiten dieser Welt gesehen. Und aus diesem Grund kann ich dir auch nur diese zeigen. In meinem Inneren ist nur Leere. Ich könnte niemals lachen. Und weil du manchmal im Unterricht fehlst, ist mir aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Und da bin ich dir eines Nachmittags gefolgt. Das solltest du lieber lassen. Aber Kilian... Es ist viel zu gefährlich für dich, mir in die Dunkelheit der Nacht zu folgen. Sag mir nicht, er macht sich Sorgen um mich. Komm mir nicht zu nahe. Dort, wo ich hingehe, erwartet einen nur der Schmerz und die Dunkelheit. Und genau deswegen bist du immer so ausgelaugt. Mach dir doch mal Sorgen um dich. Nein, das kann ich nicht. Nicht solange die Menschheit im Schatten der Brutalität und Grausamkeit dieser Welt steht. Wenn du selbst nicht einmal auf dich acht nehmen kannst und es auch sonst keiner tut, dann endest du wirklich irgendwann in der Dunkelheit. Und das kann ich auf keinen Fall zulassen. Also werde ich dich ab sofort begleiten. Das kann ich dir nicht antun. Bitte tu mir einen Gefallen und vergiss mich.
Ich werde nun die Schule wechseln müssen. Danke für alles. Aber Kilian! Hey, vielleicht siehst du mich ja eines Tages wieder. Ich verspreche dir, ich werde auf dich warten. Egal wie lange es dauert. Das ist aber... Da fehlen mir wirklich die Worte. Wie auch immer. Was ich nun mit Ihnen teilen werde, ist, was sich eigentlich zugetragen hat. Hey, Kilian war der Name, oder? Wer will das wissen? Was ist denn dein Problem? Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich mit meinem Teil des Mülldienstes fertig bin. Gut so. Du brauchst nicht hier zu bleiben und auf mich zu warten. Es wäre ohnehin viel zu gefährlich, dich in meiner Nähe aufzuhalten. Halt dich bloß fern von mir! Hey, vielleicht siehst du mich ja eines Tages wieder. Dies war wirklich eine natürliche menschliche Reaktion. Sie hat ihn lediglich aus einer Notsituation heraus geschlagen. Ihre Taten sind rechtlich vertretbar. Man kann ihr für ihre Entscheidung keinen Vorwurf machen. Wie Sie sehen, hatte Johann mit seiner Analyse über Rydens Persönlichkeitsstörung durchaus recht. Er ist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Würde man eine Geschichte mit mir in der Hauptrolle schreiben, wäre sie sicherlich eine Tragödie. Der war einfach nur durchgeknallt. Hat so viele Unschuldige aus solch hinrissigen Gründen umgebracht. Dieser Abschaum. Du hättest ihn nicht gleich töten müssen! Er hat es nicht anders verdient. Johann, das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Es wird sich noch zeigen, wessen Gerechtigkeit siegen wird.